Im heutigen Video möchte ich euch erklären, wie man mit Fülldraht schweißt bzw. mit selbstschützendem Fülldraht. Was ist der Unterschied zwischen, sagen wir, Fülldraht und selbstschützendem Fülldraht? Die unterschiedlichen Fülldrahtsorten haben unterschiedliche Eigenschaften. Zum Beispiel kann man manche Fülldrähte sehr gut nehmen zum schleppenden Schweißen oder zum Schweißen von Fallnähten oder in diesem Beispiel den selbstschützenden Fülldraht. Der selbstschützende Fülldraht hat den Vorteil, dass man dabei kein extra Schutzgas zum Schützen der Schweißnaht während des Schweißens benötigt. Der funktioniert so wie eine Stabelektrode beim E-Handschweißen. Bei dem Fülldraht ist außen der Schweißzusatz in Form von einem Röhrchen und im Inneren ist das Pulver, was die Schweißnaht vor den atmosphärischen Gasen schützt. Das Pulver bildet sich in Form von Schlacke nach dem Schweißen oben auf der Schweißnaht ab und dieses kann man dann mit einem Schlackehammer entfernen. Der Vorteil beim Schweißen mit selbstschützendem Fülldraht liegt darin, dass wir kein extra Gas benutzen und deswegen können wir auch draußen schweißen, wenn es mal etwas windiger ist. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass wir deutlich weniger Equipment zum Schweißen brauchen. Das heißt, wenn ich mal eine Reparatur irgendwo etwas weiter weg habe, wo zum Beispiel keine Steckdose ist und ich mit langen Leitungen oder mit einem Generator arbeiten muss, brauche ich nur das Gerät mit meinem Draht und meinem Schweißbrenner. Zum Schweißen von selbstschützendem Fülldraht kann man zum Beispiel die Picomic 180 nehmen. Dazu wählt man den passenden Job auf der Innenseite der Klappe aus. Den passenden Job kann man auf der Liste ablesen. In diesem Fall haben wir einen selbstschützenden Fülldraht mit dem Durchmesser 0,9 mm. Also Job 172. Wenn man den passenden Job rausgesucht hat, kann man wie gewohnt bei der Picomic mit dem Druck auf die Jobliste-Taste den passenden Job anwählen. So, und durch erneutes Klicken oder Warten bestätigen. Bei einem genauen Blick auf die Steuerung erkennt man, dass die Polarität von Plus auf Minus gewechselt wurde. Das heißt, wir müssen unsere Leitung für die Brennerpolung bzw. die Massepolung vertauschen. Der Brenner kommt auf den Minuspol und die Masseleitung wird Plus gepolt. Achtet natürlich, wie beim Schweißen von allen anderen Materialien, auch darauf, dass die passende Stromdüse im Brenner ausgerüstet ist. Wir schweißen in diesem Fall ja mit einem 0,9 mm Fülldraht, deshalb muss auch der Brenner mit einer 0,9 mm Stromdüse ausgestattet werden. Speziell zum Schweißen von selbstschützenden Fülldrähten gibt es auch die passenden Gasdüsen für den Brenner. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass vorne ein weißer Kunststoffring eingesetzt ist. Beim Schweißen mit Fülldrähten kann es zu erhöhtem Schweißrauchausstoß kommen. Achtet bitte darauf, dass ihr euch dementsprechend auch schützt. Zum Beispiel mit einer Maske unter dem Helm, wenn ihr keinen Helm mit Frischluftzufuhr habt oder eine Absauganlage, oder beim Schweißen im Freien, dass ihr wenigstens ein bisschen mehr Abstand nehmt, ja, damit man nicht direkt mit dem Helm bzw. mit dem Kopf drin hängt.